Moin, Grüße. Grüße. Greetings, everyone. First of all, this stream will be in German, yes, and we will try to somehow manage to translate the stream, maybe on YouTube. I don't know. We will see later, so that everyone can understand what we've been talking about. So, also willkommen erstmal alle. Wir haben heute einen schönen Stream mit Nils zusammen. Erstmal willkommen, Nils. Wir haben fleißig Fragen gesammelt oder ihr. Da gibt es einige interessante Themen, die Nils ja auch schön für uns nochmal präpariert hat, sodass wir so abwechselnd, also Tuni und ich, dann immer die Fragen stellen können und dann können wir darauf eingehen und Nils wird uns natürlich dann erleuchten, was da so Sache ist in dem einen oder anderen Punkt. Wird es eine Möglichkeit geben, andere Ausrüstungsgegenstände außer Waffen zu veredeln? Das ist ja auch etwas, was auf unserer Roadmap schon drauf war, und das ist das Equipment Rework. Also das Verarbeiten der Ausrüstung, sage ich mal, und die Verbesserung dieses ganzen Systems, was da jetzt im Spiel ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Projekt für uns, und diese Frage kann ich auf jeden Fall schon mal direkt mit Ja beantworten. Es wurde ziemlich lange danach gefragt, ob wir es nicht auch mal möglich machen wollen, dass man andere Gegenstände außer den Waffen halt veredeln kann, und das wird definitiv Teil davon sein. Das wird aber bei weitem nicht alles sein, was da passiert. Die ganze Art und Weise, wie man den Schmied verwendet, wird grundlegend ungefähr ähnlich bleiben, aber es wird schon anders funktionieren als vorher. Das heißt, gerade in den Schmied fließt sehr viel Arbeit ein, einfach, dass er besser zu benutzen ist, dass man da mehr Informationen bekommt. Da gab es sehr viel Feedback zu den Themen, dass man auch sieht, welche Items auf wen ausgerüstet sind, über wie viel Kosten man da jetzt reinstecken muss, was man zurückbekommt, wenn man Sachen zerlegt. All solche Sachen werden da auf jeden Fall bei diesem Thema angegangen, und das Veredeln wird natürlich für jede Art von Ausrüstungsgegenstand freigeschaltet. Auch das gesamte System mit den Perks wird nochmal überarbeitet, wie sich die Werte überhaupt verändern, wenn man etwas veredelt oder auflevelt. Und die Werte, die dabei rumkommen, sind auch sehr viel signifikanter, als sie es jetzt gerade sind. Also viele haben ja da wirklich Werte im 3%-Bereich und dann zig Nachkommastellen. Das sind Sachen, die wir jetzt komplett anders nochmal angehen, und das wird dann deutlich besser und auch deutlich einfacher zu nutzen sein, denke ich mal, am Ende des Tages, sodass man da auch bessere Entscheidungen treffen kann, was sich jetzt mehr lohnt. Gibt es Pläne für neue Item-Upgrades und Ausrüstungsverbesserungen? Das ist ja so ein bisschen, ne, was du gerade schon angeschnitten hast. Genau, weil da geht es noch mal ein bisschen tiefer, genau. Also da stecken natürlich jetzt so ein paar mehr Fragen mit drin. Das eine ist, ob es halt neue, ja, sag ich mal, Stufen gibt für die Itemverbesserung, und auch das kann ich bejahen. Im Equipment Rework werden wir auf jeden Fall auch eine neue Seltenheit haben, die wir vorher nicht hatten. Das bedeutet, die wird gar nicht farmbar sein, sondern nur das Refinement tatsächlich erreichbar sein. Das ist dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen so der Endgame-Content an der Stelle. Der erste, den wir introducen. Es wird jetzt die Sets geben, es wird die Uniques geben, die haben jeweils komplett eigenständige Mechaniken. Die Sets sind dann wirklich, wie man es kennt aus anderen RPGs, ja, eine Sammlung an verschiedenen Gegenständen, die zusammen einen Effekt auslösen, und die Uniques sind nochmal eine Ecke abgefahrener. Die haben wirklich dann sehr einzigartige Fähigkeiten, die man im Grunde schon mit den Talenten vergleichen kann. Ja, das ist sehr wild. Ich würde mal ganz kurz, wir können doch dazu auch was einblenden, oder? Zumindest mal, wir haben ja so ein bisschen... Ja, genau. Es wird natürlich ein Riesenhaufen an Content dazukommen, ne? Also allein mit den ganzen Sets, das werden natürlich alles neue Gegenstände sein, auch die Uniques, also die einzigartigen Gegenstände, da wird es extrem viele neue geben. Aber die User haben natürlich an vielen Stellen einfach schon gesehen, da haben wir manchmal schon so ein paar Items in-game, die haben so einen kleinen Tag, und da steht schon Unique drauf, der blinkt so ein bisschen hin und her. Die diese da schon haben im Grunde, die werden in Zukunft dann auch ihre richtige Funktion tatsächlich bekommen. Das heißt, das ganze bereits erfarmte Equipment, das wird dann nochmal ein bisschen anders aussehen. Da gibt es dann die uniken Perks drauf. Die kriegen dann ihre echte Funktion das erste Mal. Das ist auf jeden Fall so gestaltet, dass die ganze Arbeit, die jetzt reingeflossen ist, dass die nicht verloren geht. Ja. Die Perk-Generierung, wie sie entstehen im Grunde, jede Waffe hat ja zufällige Perks drauf, die wird auch ein bisschen angepasst in der Zukunft, so dass man gezielter farmen kann. Im Hintergrund sieht man schon so ein bisschen, dass da im Grunde auch ein paar ganz neue
Gegenstände bei sind oder so von der Richtung, in welche sie gehen. Was wir da genau machen ist, es gibt von jeder Schadensklasse, also es gibt ja Stärke, Intelligenz und Dexterity, also Agilität, dass die im Grunde verschiedene Typen haben. Bei der Stärke ist es ein bisschen leichter zu erklären. Da gibt es zum Beispiel als Typ 1 die Schwerter und Äxte. Und Mhm. auf denen können dann bestimmte Perks generieren. Als Typ 2 gibt es dort dann, sag ich mal, stumpfe Waffen. Das ist sowas wie Hämmer und Keulen. Und Mhm. als Typ 3 gibt es dann sowas wie Speere und Stangenwaffen. Und je nachdem, welche Art von Waffe man dort auswählt, hat man dann, sag ich mal, eine kleinere eingeschränkte Auswahl an Perks. Dadurch sollte es auch Mhm. generell dann deutlich einfacher werden, auf das Item zu farmen, was man haben möchte und später die Perks zu haben, die man möchte. Und was ich schon mal auf jeden Fall sagen kann, ist, wir arbeiten bereits an dem Thema. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Riesending und wir müssen das natürlich super ausgiebig testen, dass alles sich richtig anfühlt, dass die Werte vernünftig funktionieren. Aber das ist etwas, was wir hoffen, noch in Q1, also bis April, sage ich mal, noch zu veröffentlichen. Idealerweise ein bisschen früher. Also, du hast ja jetzt so ein bisschen durch die Blume schon gesagt, dass das alte Equipment, was wir gefarmt haben, darauf können wir weiterhin bauen, so, ne? Das ist nicht umsonst gewesen. Gilt das denn Genau. für alle Items? Das gilt auf jeden Fall für alle. Ja. Was man aber schon mal vorweg sagen kann, ist, die Werte der Perks, die da drauf sind, die werden sich in der Zukunft ändern, weil die werden deutlich besser sein, als sie es jetzt gerade sind. Hm. Also den Effekt, den man mit den Sachen hat, die man bereits besitzt, sag ich mal, die werden einfach stärker werden, als sie es bis jetzt sind. Ach so, die Frage von Cat Lady, kann man das dann in spezifischen Dungeons farmen oder droppt das sowas? Ich glaube, Ja. das wurde schon mal spezifisch, ne? Genau, das ist dann eine Ja. zusätzliche Funktion. Also man kann sich das so vorstellen, man kann generell auf jeder Stufe, auf der man gerade ist, alle von diesen Gegenständen bekommen. Ja, also das ist nicht begrenzt. Man kriegt die jetzt nicht nur an einem bestimmten Ort, aber es gibt halt Dungeons, in denen man bestimmte Gegenstände und auch Set-Gegenstände einfacher und schneller bekommt. Das bedeutet, man hat eine Quelle, wo man sich die dann zum Beispiel rausziehen kann sie aber auch in jedem anderen Dungeon erhalten. Das heißt, wenn man jetzt auf seinem aktuellen Dungeon ist, dass man spielt, super Glück hat und genau das Item kriegt, was man unbedingt haben wollte, dann könnte man zum Beispiel in eins der alten Dungeon gehen, wo dieses Item, sag ich mal, geboostet ist in der Kiste. Das sieht man übrigens, wenn man auf die Chest klickt, also auf die Kiste in der Preview von dem Mhm. Dungeon und sich dann ganz unten, sag ich mal, anguckt, welche Items hier eine erhöhte Drop-Chance haben. Momentan gibt es das nur im Weinkeller tatsächlich. Das ist das einzige Dungeon, wo man das schon sehen kann. Das haben wir auch schon seit Ewigkeiten drin. Es ist, glaube ich, kaum jemandem aufgefallen. Und das Mhm. wird es zukünftig einfach in allen Dungeons geben. Das heißt, du kannst dann gezielt in das Dungeon gehen und dir auf einem niedrigeren Level ein Duplikat holen, zum Beispiel davon, und das Ja. dann zum Veredeln nutzen und die gute Version, die du gefunden hast, jederzeit dann hochziehen. Wir machen das Veredeln transparenter. Da wird es eine zusätzliche Anzeige auf dem Gegenstand geben, wo man einfach sehen kann, wie weit ist der bereits veredelt und wie weit kann ich den noch veredeln. Gibt es Pläne für Gold- und Essenz-Rebalancings, um die Helden-Progression leichter zu machen? Ja, auch da kann man mehr oder weniger Ja zu sagen. Wir haben ja schon tatsächlich ein bisschen damit begonnen, und zwar bei dem Nevermore-Update, was gerade rauskam. Was wir da im Grunde gemacht haben, wir haben die Kosten für die neuen Upgrades und Ascensions einfach schon mal gesenkt, und zwar deutlich. Das heißt, die steigen nicht mehr so stark an, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und die Belohnungen, die man in den neuen Regionen kriegt, die steigen natürlich weiterhin. Das heißt, es sollte in Zukunft deutlich leichter sein, diese Stufen zu erreichen. Mhm. Und es wird natürlich noch einige andere Stellen geben, wo wir einfach weitere Quellen für diese Ressourcen hinzufügen. Also gerade mit Events und solchen Themen, wo wir später bestimmt nochmal zukommen, wird es einfach weitere Möglichkeiten geben, und es sind auch langfristig Features geplant, um das einfach noch deutlich zugänglicher zu machen. Hinter dieser Frage steckt ja im Grunde die gewisse Sorge von den Spielern, dass es sehr, sehr schwer ist, gerade einen weiteren Helden hochzuziehen. Ich sehe immer wieder, Ja, dass ja. Spieler erst sehr spät rausfinden, dass es die Chapel gibt, also die Kapelle, wo man Helden auch zurücksetzen kann. Und selbst wenn man das tut, ist es ja trotzdem einfach noch ein sehr großer Zeitinvest, da Yes. den Held zu ändern. Und auch da kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, planen wir ein neues Feature, was den Spielern in Zukunft ermöglichen soll, auch mal andere Helden zu testen und auch einfach generell mehr Helden zur Verfügung zu haben. Da werde ich noch nicht zu viel zu sagen, aber das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal ein sehr cooles Ding, was den Spielern einfach ganz neue Möglichkeiten gibt in der Zukunft. Gibt es Pläne, die Heroine
Hero Balance anzupassen. Das schließt Talente, die Stärke von defensiven Helden ein. Es ist auf jeden Fall bekannt, dass Lilith und Rudolf ein bisschen problematisch sind und da ist natürlich auch die Community sehr gespalten drüber. Das fängt natürlich da an, hat man einen Rudolf oder hat man eine Lilith, ne? Dann ist man natürlich ein bisschen gegen den Nerf. Wenn man sie nicht hat und ständig in der Arena von denen auf die Mappe bekommt, dann sieht man das eher problematisch an. Ja. Ja. Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass alles von den Helden, sage ich mal, ein gewisses Level hat, was in Relation zueinander steht. Das bedeutet, die jetzt gerade halt wirklich zu stark sind, da müssen wir langfristig tatsächlich was machen. Das alleine zu tun, wäre aber ein bisschen schade. Ich finde es immer wichtig, dass man dann gleichzeitig auch Helden, die gerade ein bisschen zu wenig benutzt werden, dass man die dann ein bisschen nach oben zieht und denen einen Nutzen gibt. Und auch wenn es einen Nerf gibt, sage ich mal, dass man es da an der Stelle einfach nicht übertreibt, sondern Stück für Stück macht und dafür sorgt, dass sie trotzdem noch ihren Platz haben und dadurch nicht nutzlos werden. Also das möchten wir natürlich auch verhindern. Idealerweise schaffen wir es, dass irgendwie, je nachdem, gegen wen man gerade spielt und welche Helden da im Team sind, dass man da einfach eine andere Composition nutzt und dass jeder irgendwo seinen Platz hat. Ja. Ja, Aber okay. man kann da sagen, weil das natürlich jetzt auch gerade im Chat so ein Thema ist, da ist natürlich dann der Aufschrei groß. Wenn ein Rudolf genervt wird, ja, dann ist er aber immer noch ein sehr starker Held. Also er wird jetzt nicht auf einmal extrem gedroppt von der Stärke, er ist einfach nur nicht overpowered. So, Genau. um das einfach mal so nochmal für alle so zu sagen. Ja, also das ein bisschen glatt ziehen, das macht, glaube ich, Sinn. Ist ja auch wichtig. Das Balancing. Ja. So, ne? Der Halo meint, na gut, ein epischer Held sollte nicht mehr Basiswerte haben als jeder andere Held im Spiel, vor allem legendäre. Das zieht wahrscheinlich auch darauf ab dann, ne? Ja, natürlich. Ich würde dann direkt die nächste Frage reinschmeißen. Da geht es so ein bisschen, das ist so eine zweigeteilte Frage, da geht es so ein bisschen darum, ob es Wege geben wird, an Ressourcen zu kommen. Stichwort Coupon-Codes in Zukunft. Oder ob man spezifische Helden direkt kaufen kann in Zukunft. Ja, ziemlich vollgepackte Frage auf jeden Fall. Geht so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Coupon-Codes ist auf jeden Fall etwas, was wir irgendwann mal haben möchten, gerade aber tatsächlich nicht die größte Priorität für uns hat. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir ja das In-Game-Message-System haben, also das Postfach, worüber wir den Spielern bereits was senden können. Ja. Das ist auf jeden Fall der Weg, wo wir schon mal direkt was rausgeben können. Aber langfristig möchten wir natürlich die Coupons haben, damit wir noch auf anderen Wegen da was zur Verfügung stellen können. Jo. Und Ja, die okay, zweite sehr cool. Frage ist ja, ob man im Grunde Helden kaufen kann oder Jo. direkt kaufen kann. Auch das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Direkt kaufen im Shop ist etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden wollen würde, weil es so ein bisschen den Sammelaspekt des Spiels kaputt macht und auch einfach für die Spieler, die komplett Free-to-Play unterwegs sind, sich super schlecht anfühlen würde. Auch einfach so ein Preisschild an so einen Helden ranhängen, der super selten ist auch nicht unbedingt das Schönste, ist nicht unbedingt die Richtung, wo wir hinwollen. Was man aber definitiv machen kann, ist Systeme einführen, wo man ein bisschen gezielter auf einen bestimmten Helden hinfarmen kann. Ja. Ja. Da gibt es auf jeden Fall viele Beispiele aus anderen Spielen, wie man das machen kann. Da sind wir aber noch absolut in der Evaluation, wie genau wir das machen wollen. Und das wird auf jeden Fall dann auch eine etwas aufwendigere Geschichte. Vor allem, weil es noch einfach andere Features gibt, die wir vorher realisieren müssen, bevor wir das angehen können. Also das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir uns schon viele Gedanken machen, aber uns noch nicht final entschieden haben, welchen Weg wir gehen möchten. Wir wissen aber, dass wir auf jeden Fall den Weg gehen möchten und da gibt es mehrere Optionen und wir müssen einfach herausfinden, welche die beste für Mobile Dungeon ist. Es kam noch die Frage, ob es auch unterhalb also die nächste Frage grenzt ja ein bisschen daran an, aber weitere Heldenstufen. Erstmal allgemein, nach oben hin ist jetzt die Frage, die hier steht. Es gab im Chat aber auch die Frage nach unten hin, also graue Helden. Weil es gibt ja auch graue Items, ne? Und hier ist jetzt die Frage im speziellen Seltenheiten nach legendär. Und zweite Frage dazu sogar noch, ob das Level 100 maximal ist für Helden. Ja, also eine weitere Heldenstufe nach legendär jetzt einzuführen, ist auf jeden Fall was nicht in der nahen Zukunft passieren wird. Aus dem einfachen Grund, dass es gerade schon schwer genug ist, an die legendären Helden zu kommen.
Und wenn wir da jetzt noch eine Seltenheitsstufe drüber packen würden, die noch seltener ist, dann würde sich das Problem, was viele mit den legendären Helden haben, ja einfach noch verschlimmern. Worüber wir auf jeden Fall nachgedacht haben, ist, ob man in der Zukunft ja mal Systeme dafür findet, wo man sich sowas vielleicht zusammensparen kann, wenn man bestimmte Helden gesammelt hat, dass man durch die vielleicht sowas freischalten kann. Aber das ist insgesamt, glaube ich, noch viel zu früh im Lebenszyklus von Mobile Dungeon, um solche Themen anzugehen. Ja. Gerade weil wir auch einfach noch Probleme lösen müssen, die jetzt mit den bestehenden Helden schon existieren. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir uns da erstmal wirklich drum kümmern, bevor wir dann weitere potenzielle Probleme in das Spiel. Und 100 als Maximallevel? Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon in Discord so ein bisschen angekündigt. 100 wird tatsächlich nicht das Maximallevel sein. Das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Aber es wird auch nicht endlos sein. Ja, also es Okay. wird definitiv irgendwann Schlussstrich da geben an der Stelle und dann wird es auf andere Art und Weise weitergehen. Wie, werde ich natürlich noch nicht verraten. Das dauert noch ein bisschen, aber da haben wir auf jeden Fall uns auch schon ordentlich Gedanken gemacht. Das wäre dann Okay. irgendwann das echte Endgame. So, ne? Genau. Das wäre dann wirklich das Endgame. Gibt es Pläne, Gilden-Features zu verbessern oder auch eventuell hinzuzufügen, wie zum Beispiel, man hat es jetzt ja schon öfter gehört, Guild-Hunt, weiß ich nicht, vielleicht kann man kämpfen oder generell mehr Interaktion einfach in der Gilde haben. Auf jeden Fall. Ne? Also die Gilde in ihrem jetzigen Zustand ist halt noch eine sehr, sehr frühe Version der Gilde mit absoluten Grundfunktionen. Und eine Sache, die man auf jeden Fall vorwegnehmen kann, ist, dass mit den neuen Gilden-Features, die jetzt dazukommen, auf jeden Fall auch Verbesserungen für die existierende Gilde mitkommen werden. Da gab es sehr, sehr viel Feedback in den Foren, die haben wir uns sehr aufmerksam durchgelesen und haben dann das Feedback im Grunde schon in die neuen Features mit eingebaut. Und wenn wir das dann mit den neuen Features releasen, gibt es diese Verbesserungen auch für die bereits existierenden Features in der Gilde. Und das große nächste Thema, was natürlich kommt, ist die Gildenjagd, also die Guild-Hunts. Die stehen ja auch schon auf der Roadmap. Da haben wir tatsächlich sogar heute so einen kleinen Teaser mitgebracht. Yes, ich ändere mal eben Ja. schnell. Vielleicht Ja, Ich wollte gerade einblendest. sagen, also Ja, die Gildenjagd wird auf jeden Fall ein relativ großes Feature werden. Du hast eben schon gesagt, das sieht nach PvE aus. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist ein Koop-Feature. Also es geht hier auf jeden Fall darum, etwas zusammen zu erreichen. Es wird auch tatsächlich ein Kampf sein, den man auf gewisse Art und Weise zusammen bestreitet tatsächlich. Ja, das ist cool. Man sieht ja auch schon da im Hintergrund ein sehr großes Monster. Also ich glaube einfach, es wird geil. Ja, wir gehen direkt in die nächste Frage rein. Was sind die zukünftigen Pläne für das Spiel? Events und Updates, Expansions, kann man da was erwarten? Ja, natürlich. Wir haben tatsächlich sehr viel geplant, aber ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Sache, die man gerade echt sagen muss, ist, wir haben ja am Anfang des Jahres eine Roadmap veröffentlicht und Ja. jetzt kommen so langsam so ein paar Sachen, die gar nicht auf der Roadmap waren. Zum Beispiel die Dungeon-Expertise. Ja. Und das ist ein Schritt, den wir aktiv gemacht haben, wo wir geguckt haben, welche Features sind gerade wirklich, wirklich wichtig für die Community. Und die haben wir dann auch in unseren aktiven Plan, sage ich mal, mit eingebaut und zwischen Features geschoben, die dort auf der Roadmap sind. Das heißt, diese Sachen, von denen wir hier teilweise reden, sieht man an der Dungeon-Expertise, die kommen dann noch zu der Roadmap dazu. Das sind dann wirklich einige neue Sachen, die wir jetzt im Laufe der nächsten Monate verwirklichen wollen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns allen helfen wird, uns als Player und natürlich auch den Spielern, dass wir einfach uns mehr um die Painpoints der Community kümmern können. Ja. Das ist so ein bisschen zur Roadmap, zu den kommenden Updates. Es wird auf jeden Fall weitere Expansions geben. Es wird immer weiter neuen Content geben. Und natürlich neue große Features, jetzt auch bald mit Fokus halt auf die Gilden. Ja. Das nächste große Thema sind natürlich die Events. Das Ganze kann man sich im Grunde so vorstellen, dass wir jetzt erstmal mit so einer Art Mini-Event anfangen, dass wir mehrere kleine Event-Mechaniken ins Spiel bringen, die wir dann immer mal wieder auch anschalten können. Und da bauen wir uns im Grunde so eine kleine Bibliothek an Events auf, damit wir da einfach in Zukunft mehr leisten und bieten können. Und mit der Zeit werden wir dann immer größere Events entwickeln und versuchen da einfach mehr Leben in die Bude zu bringen, sage ich mal. Das ist ja auch genau das, was ich meine. So Events sind natürlich auch so, die laden natürlich zum Min-Maxen ein.
Und Min-Maxen ist immer gut. Und ich glaube gerade. Das ist so Spieltiefe irgendwie. Ja, mit genau, Max, das, ich weiß nicht. genau, das bringt Spieltiefe und ich glaube, super viele Leute, die auch in der Core-Bubble sind, so, die stehen da sehr drauf. Deshalb, ich glaube, man macht damit alles klar. richtig. Wann wird es Belohnungen für Adventure Ranks geben? Ich denke, damit ist der Rang gemeint, den man jetzt aktuell 46 ist, glaube ich, das Maximum. Genau. Ja. Das ist auch eine Sache, die tatsächlich in der Planung ist. Wann genau, kann ich gerade nicht sagen, weil unser Fokus liegt gerade komplett auf dem Equipment Rework. Das ist ein Riesending, was wir erstmal fertig kriegen müssen. Aber da haben wir auf jeden Fall einen Plan. Möchten uns auch ein bisschen was komplizierteres ausdenken. Es wird nicht einfach nur Belohnung geben, sondern wir möchten ein bisschen mehr machen mit und das nicht so zum Mini-Feature machen, sondern ein bisschen mehr draus machen. Aber wann genau es die geben wird, kann ich leider nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass das auf jeden Fall kommen wird. Wir denken schon sehr lange drüber nach und haben mit der Zeit einfach gemerkt, dass das noch mehr Potenzial hat und das würden wir gerne ausschöpfen. Wird es weitere Möglichkeiten geben, an schimmernde Seelen zu kommen? Ja, das ist natürlich ein absolut nachvollziehbares Problem. Schimmernde Seelen sind wirklich Mangelware bei Free-to-Play-Spielern, muss man sagen. Und das ist auf jeden Fall was wir auf verschiedene Arten und Weisen angehen wollen. Es wird ja weitere neue Features geben und in diesen neuen Features werden wir auch immer wieder neue Quellen für schimmernde Seelen hinzufügen. Zuletzt hat man das gesehen mit dem Gildenshop, aber jetzt auch mit dem Valentins-Event zum Beispiel. Also gerade durch Events haben wir die Möglichkeit, da die Ausbeute für die Spieler nochmal deutlich zu erhöhen und einfach auch den Free-to-Play-Spielern Wege zu geben, das effizienter zu sammeln, dass sie dann auch mal ordentlich in Event-Banner reingehen können. Ja. Wird es Twitch-Drops geben? Ja, das ist ein Thema, das ist tatsächlich schon in der technischen Evaluation. Wir möchten auf jeden Fall Twitch-Drops in der Zukunft anbieten. Wann genau das passieren kann ich gar nicht fix sagen. Da muss man halt wirklich noch rausfinden, was der Aufwand davon ist, wie genau wir das machen wollen. Und wird aber dann eine Sache sein, die halt irgendwann in den nächsten Monaten passieren wird. Das sollte auch nicht mehr allzu lange dann auf sich warten lassen. Gibt es die Chance, in Zukunft Helden zu personalisieren, also so in Richtung Customization? Das ist wiederum eine sehr komplexe Frage, weil Customization oder Personalisierung ist natürlich ein super breit gefächertes Thema. Das fängt für mich schon mit dem Equipment Rework an, weil man da einfach neue Möglichkeiten hat, den Held in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Ne? Welche Waffe passt da gut drauf? Welches Set wähle ich vielleicht für den aus? Das ist ja jetzt schon auf jeden Fall ein neues Level an Personalisierung. Und eine Sache, die ich auch in der Discord-Community schon geteilt habe, ist zum Beispiel die Auto-Attack-Patterns, die man im Autokampf nutzt. Ne? Ja. Wir wissen, die Helden benutzen eine gewisse Reihenfolge an ihren Skills und das ist auf jeden Fall dann auch nochmal ein Personalisierungsfeature, was wir in der Zukunft anbieten möchten, dass man das, sage ich mal, selbst einstellen kann. Und das gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal sehr viel Spieltiefe. Es gibt Helden gerade, die werden im Grunde gar nicht genutzt, weil sie nicht in Runde 1 die Ulti benutzen. Ja. Und das ist total. Ja. Das sollte auf jeden Fall dazu führen, dass man diese Helden dann auch besser benutzen kann und die auch hoffentlich häufiger sieht. Es macht aber auch einfach die Möglichkeit, in der Arena neue Strategien zu versuchen, möglich. Also das ist auf jeden Fall auch ein Level an Personalisierung, was es da geben wird. Da hört es aber auch nicht komplett auf. Skins sind tatsächlich auch etwas, worüber wir nachdenken. Das ist nichts, was jetzt so in der nächsten Zeit passieren wird, aber wir haben tatsächlich schon langfristig Designs für solche Features geplant. Und wir möchten das auch haben, weil gerade der Look und der Witz von Mobile Dungeon, der bietet das, sage ich mal, an, dass man da noch coole 100%. Skins rausbringt. Und ich glaube, das ist auch was man dann gerne sammelt im Spiel, gerade in der Arena oder in den Gildenkämpfen benutzen kann. Das sind Sachen, die, glaube ich, sehr viel Spaß bringen können. Und das ist auf jeden Fall was wir da langfristig eingeplant haben. Und auch nicht nur als Pay-Feature tatsächlich, sondern dass man sich das in-game sinnvoll erfarmen kann und Sehr dann geil. für alle Spieler, sage ich mal, gut verfügbar ist. Ja, sowas ist Das halt hört sich mega an. sehr, sehr cool. Zumal, wenn man jetzt, sag ich mal, für einen Skin richtig krass grinden muss und man hat den halt, dann ist natürlich. Dann sieht man das halt, ne? Sieht man das halt. Aktuell zwar nur in der Arena, du so, triffst aber, den dann ja. aber so, du siehst halt, dass jemand den hat und es geht ja auch immer so ein bisschen um diesen gesunden Flex, sage ich immer so. Ja.
Dazu hatte ich vorhin noch was im Chat gesehen, was ich recht interessant fand. Die Sichtbarkeit von Teams oder von Gegnern jetzt in der Arena oder wie auch immer. Weil man das ja aktuell zum Beispiel auch nur sieht, wenn ich jetzt die Person angreife. Wenn ich natürlich irgendwie was zu zeigen habe, dann will ich es ja auch möglichst viel zeigen wahrscheinlich im Spiel. Und ob das dann irgendwie, ob ihr das irgendwie plant oder ob das ob das bei euch ein Thema ist, ein bisschen mehr von den Leuten zu sehen. Wenn ich in die Ehrenhalle gehe zum Beispiel, ne? Ich gucke halt, da steht irgendwie Halo und ich denke mir so, was spielt denn Halo eigentlich gerade? Weil angreifen kann ich ihn ja nicht. Das wäre jetzt so die Frage. Ja, in der Ehrenhalle steht ja fast nur Halo, Ja, muss man mal so sagen. ja. Ja, ich kann auf jeden Fall den Wunsch danach voll verstehen und wir haben auch schon geschaut, was es denn da für Wege gibt, Helden anzuzeigen. Man muss tatsächlich sagen, das ist technisch eine sehr komplizierte Geschichte, weil man sich immer als Entwickler die Frage stellen muss, wie viele Daten wollen wir denn über einen Spieler da gerade mitsenden? Die werden ja alle mitgeladen, sage ich mal. Und da muss man tatsächlich sehr aufpassen, wenn man jetzt von jedem Spieler noch das Team und alles, was an so einem Helden dranhängt, mitlädt. Das könnte sehr performance-intensiv werden. Und da suchen wir quasi nach einem Weg, um das möglich zu machen und wie es am besten funktioniert. Da sind schon Ideen in die diversesten Richtungen gegangen, ob man da einfach die Arena-Verteidigung anzeigt oder ob man selber ein Team da reinstecken kann und sagt, das sind halt die Helden, die ich jetzt zeigen möchte. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir uns drüber Gedanken machen. Ist aber noch, sage ich mal, in der Konzeptionsphase. Ja. Langfristig aber auch wieder eine gute Sache auf jeden Fall. Ne? Wir haben jetzt angefangen mit den Profilbildern, den Hintergrundbildern und solchen Sachen, dass die Spieler sich wenigstens ein bisschen im Spiel ausdrücken können. Und das ist natürlich was wir auch mit weiteren Gilden-Featuren weiter ausweiten möchten. Ich habe noch eine Frage, die mich beschäftigt und wohl auch Ole, der hatte es auch gefragt. Ich habe manchmal so ein bisschen Struggle mit den Ressourcen, dass ich nicht ganz weiß, was ich von was wie viel habe. Oh ja. Natürlich Oh ja. außer Gold und so und außer Ja. Schlüssel, die sehe ich ja immer. Ich rede eher von Upgrade-Ressourcen wie den Kristallen, wo ich dann nicht so ganz einen Überblick drüber habe und manchmal auch bei den Essenzen, wenn ich kann natürlich auf irgendeinen Helden gehen, der noch nicht verbessert ist. Oder der verbessert werden kann, so. Dann sehe ich, wie viel ich da habe oder ich habe es mir aufgeschrieben. Ist sowas in der Richtung geplant wie so eine Art Inventar. Inventar, genau. Ja. Ja, das ist eine Sache, die wir auch super oft hören. Das fehlt natürlich total gerade. Also es ist ein Struggle für alle herauszufinden, welche Ressourcen man wie oft besitzt. Müssen wir auf jeden Fall machen. Ist halt nur eine Sache, die ein bisschen aufwendiger tatsächlich ist, das alles vernünftig unter einen Hut zu kriegen, das irgendwie ins Dorf zu bringen, dass man das vernünftig darstellen kann. Da fehlt uns gerade so ein bisschen die Zeit für mit den anderen großen Features. Ist aber auf jeden Fall eine von den Verbesserungen, die wir halt genauso mit eingeplant haben wie die anderen Community-Features, auf die wir uns gerade so ein bisschen konzentrieren. Ich hatte eben noch eine Frage gelesen. Ich weiß aber nicht, inwieweit du was dazu sagen kannst. Das geht auch noch so ein bisschen in Item Rework rein. Und zwar, ob geplant ist, den 6. Slot irgendwann zu verwenden bei den Helden. Ja, das ist geplant, aber tatsächlich nicht für das Equipment Rework. Okay. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die dann nochmal interessant werden sollte. Jo, für die Zukunft. Okay. Ja, okay. Und natürlich kam oft das Buch, das ominöse Buch, was wir schon auch öfter kaufen können. Wie sieht es damit aus? Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ja. Im Grunde wurde es ja damals schon mal angekündigt, wofür das Ganze da ist. Und wir hatten tatsächlich schon mal eine Veröffentlichung geplant, sind dann aber ein gigantisches technisches Problem tatsächlich gelaufen. Und dieses Problem hat uns quasi daran gehindert, das dann zu veröffentlichen. Und im Grunde muss das ganze Thema nochmal aufgerollt werden. Der Plan steht, wir müssen halt nur wirklich den richtigen Zeitpunkt dafür finden. Gerade jetzt sehe ich halt andere Prioritäten, andere Dinge, die einfach mehr Aufmerksamkeit von uns benötigen und vor allem auch die Features, die bestimmte Painpoints der Community angehen, mit höherer Priorität. Und sobald wir dann da mal von wegkommen und mehr Zeit für neue Dinge im Spiel haben und vielleicht auch für mehr Spieltiefe, werden wir uns dann wieder dem Thema widmen und das dann auch veröffentlichen. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon viel getan, damit wir das alles ein bisschen verbessern können und auch schneller werden können.
Gerade auch, dass wir einen steten Update-Zyklus haben. Immer kann man es auf jeden Fall nicht garantieren, weil manchmal kommen einfach sehr große Features rein, die dann nicht so schnell gemacht sind. Wir arbeiten Ja. aber auf jeden Fall an Sachen parallel und deswegen schieben wir ja gerade auch, sag ich mal, diese Features, die die Painpoints der Community verbessern sollen, dazwischen, dass man dann halt mal ein kleineres Update mit so einem kleinen Feature hat. Und auch die Events sollten etwas sein, wodurch man einfach langfristig ein bisschen mehr zu tun hat und auch einfach wieder ja, mehr Aktivität da ist. Wir versuchen das auf jeden Fall konstant zu verbessern. Letztes Jahr oder besser gegen am Ende des letzten Jahres hatten wir auf jeden Fall viele technische Arbeiten im Hintergrund, die uns ein bisschen langsamer gemacht haben. Deswegen ist da tatsächlich ein bisschen die Update-Frequenz runtergegangen und bis jetzt, was ich dieses Jahr gesehen habe, geht es auf jeden Fall deutlich schneller wieder weiter. Ich hoffe, dass wir da wieder so schnell werden, wie wir es komplett am Anfang waren. Da hatten wir eigentlich eine sehr gute Kadenz so von Update zu Update und das ist auf jeden Fall was wir jetzt auch wieder Stück für Stück erreichen wollen. Die Entwicklungsrealität ist halt manchmal nicht ganz so, wie man sie erwartet. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Feature veröffentlicht, weiß man ja auch nicht, wie viel da ja, im Nachhinein an Fehlern gefunden wird, an Bugs. Ja. Wir haben hier natürlich super viele Leute, die testen und probieren das alles durch, was es an möglichen Fehlern produzieren können. Aber das ist ein Unterschied, wenn dann nachher Tausende und Zehntausende Spieler da Ja. draufgehen und halt alles Ja. Mögliche machen. Ja, das kann man selber nicht abbilden. Ja. Und je nachdem, wie viel dann dort auftaucht, muss man halt sich halt auch selbst entscheiden, okay, schieben wir jetzt das, woran wir bereits arbeiten, also an dem nächsten Ding, ein bisschen nach hinten, um das zu fixen, was da ist. Und das ist dann halt so eine konstante Priorisierung, für was man sich gerade entscheidet. Ne? Wir hatten schon viele Bugfix-Releases, wo wir dann einfach nur zum Beispiel Skills gefixt haben oder lang bestehende Probleme aus dem Spiel entfernt haben. Und sowas wird es dann natürlich immer mal wieder geben. Und man muss dann natürlich irgendwie ein gutes Level halten, dass man schnell genug mit den neuen Sachen vorankommt und gleichzeitig genug bestehende Probleme, sage ich mal, lösen kann. Also es ist im Grunde eine konstante Priorisierung, die man treffen muss. Aber anhand der Community sehen wir ja, was gerade wichtig ist. Ja. Und da auch nochmal ein riesen Dankeschön an unsere Community. Ohne den Discord, glaube ich, wäre das jetzt alles in eine ganz andere Richtung gelaufen. Wir haben da so viel gutes Feedback bekommen, tolle Ideen. Ihr seht, glaube ich, auch, dass einige von diesen Ideen tatsächlich so aufgegriffen wurden und ins Spiel eingebaut wurden. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns super wichtig ist und was uns auch einfach super hilft. Ne? Am Ende des Tages sind das die Leute, die am meisten spielen. Da kommt man selbst als Entwickler nicht mehr hinterher. Also Ja. da gibt es ein paar Spieler, da kann ich nur von träumen, so viel Mobile Dungeon zu zocken. Da komme ich leider nicht dran, Ja. obwohl ich auch die ganzen Tricks im Spiel natürlich kenne. Aber das sind einfach unfassbar wertvolle Informationen, die man da bekommt. Und die Zusammenarbeit mit der Community macht auch unfassbar viel Spaß an der Stelle, muss man sagen. Ne? Ich meine, die sind cool drauf. Die haben auch einen guten Umgangston. Das ist wirklich nicht garantiert heutzutage. Das muss man echt mal loben an der Stelle, dass wir eine sehr umgängliche und freundliche Community einfach haben. Jeder wird da echt willkommen geheißen. Anfängern wird geholfen, da werden Tipps verteilt und es wird einfach auch ziemlich sachlich diskutiert, muss man sagen. Und das ist halt wirklich das, was wir auch dann versuchen zu belohnen, indem wir dann genau auf diese Sachen auch eingehen und möglichst viel einfach von der Community aufnehmen. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich glaube, der ganze Chat dankt dir auch. Ich glaube, dass die meisten hatten ja sehr Spaß und es war sehr informativ für viele. Ja, also für mich jetzt auch. Also ich meine, wir konnten die Fragen ja schon im Vorfeld sehen und wir wussten ja auch schon von vielem, aber es ist einfach aus Spielersicht dann einfach interessant. Ja. Und natürlich danke an die Leute, die Fragen auch eingereicht haben, stimmt, muss genau. man sagen. Ja, das auf jeden weil das Fall ist auch wichtiger Input. Ne? Ja. Das ist viel, viel cooler, wenn dann halt eben schon mal im Vorfeld das meiste an Fragen oder an Input schon mal geklärt wird, damit man dann eben einen geilen Gesprächsfluss hat. Und das hatten wir jetzt halt eben so ein bisschen einen Leitfaden. Das ist halt sehr, sehr nice. Jo. Also danke dafür auf jeden Fall. Ja, ich muss auch danken, dass ich heute dabei sein durfte. Ne? Und natürlich nochmal ein großes Dankeschön an die Community. Ich habe es vorhin schon gesagt, das sind echt Sachen, die uns weiterhelfen. Und ich hoffe, wir können weiter in Zukunft so cool miteinander zusammenarbeiten. Macht auf jeden Fall auch uns super viel Spaß. Alle Entwickler im Team lieben das Game und auch die Community dahinter. Deswegen hoffe ich, dass wir so weitermachen können und ja, am Ende alle zusammen ein schönes Spiel schaffen. Ne? Ja. Yes.